Als Selbstständiger wirst du früher oder später mit der Situation konfrontiert sein, dass dein Kunde nicht bezahlt. Ich wünsche dir natürlich nicht, dass du in einer solchen Situation bist, aber die Erfahrung sagt, früher oder später wird das mal passieren. Und in diesem Video schauen wir uns einmal an, was du dann machen kannst. Am Anfang vielleicht erstmal ein paar grundsätzliche Hinweise. Du solltest alle Rahmenbedingungen für einen Auftrag irgendwie schriftlich haben. Du brauchst jetzt nicht zwingend jedes Mal einen umfangreichen Vertrag. Das heißt, du musst jetzt wirklich nicht für jeden einzelnen Auftrag wirklich einen separaten Vertrag abschließen. Aber die wichtigsten Eckdaten, die solltest du zumindest einmal in einer E-Mail so stichpunktartig festgehalten haben. Und ein wichtiger Punkt sind da tatsächlich auch die Zahlungsbedingungen. Wenn du das nicht hast, wird das Ganze später nämlich unheimlich schwierig, sich auf irgendwas berufen zu können. Und ich habe in meinem Leben schon hunderte, wahrscheinlich tausende Buchhaltungen gemacht und ich habe durchaus schon häufig gesehen, dass sich Auftraggeber und Auftragnehmer häufig am Ende vielleicht gar nicht mehr so einig waren, wofür jetzt eigentlich was bezahlt werden soll und wie schnell. Und um das zu vermeiden, brauchst du vorher einmal eine schriftliche Vereinbarung. Und dann gibt es auch noch einen wichtigen Punkt zum Thema Zahlungsbedingungen. Da habe ich zum Teil, vor allem bei Gründern, schon einiges gesehen, wo ich mir dachte, das ist ehrlicherweise im normalen Geschäftsverkehr sehr, sehr unüblich. Und zwar habe ich schon häufiger so Zahlungsfristen von 5 Tagen gesehen. Und am 6. Tag wird dann schon nervös hinterher gefragt, wo denn das Geld bleibt, und am 7. Tag kommt die Mahnung. Hier an dieser Stelle vielleicht mal ein kleiner Überblick, wie so der Rechnungslauf in großen Unternehmen abläuft. Da habe ich nämlich manchmal das Gefühl, dass das nicht alle wirklich wissen. Ganz häufig ist es in Unternehmen so, dass wenn eine Rechnung reingeht, dass die mindestens 2-mal freigegeben werden muss. Und zwar einmal rein, ich würde mal sagen, fachlich formell, also sind alle Angaben drauf. Das heißt, die Buchhaltung prüft erstmal, ist das eine ordnungsgemäße Rechnung, die wir bei uns verarbeiten wollen. Und wenn die Buchhaltung die Rechnung dann freigegeben hat, dann wandert diese Rechnung zu dem Budgetinhaber, zu dem Budgetverantwortlichen, und der schaut sich dann die Rechnung an, ob die Rechnung überhaupt passt. Ist da das abgerechnet worden, was vereinbart war, in der richtigen Höhe und so weiter. Und dann kann es natürlich sein, dass noch weitere Leute drüber schauen. Aber in der Regel ist es bei Unternehmen so, dass mindestens 2 Leute über so eine Rechnung drüber schauen. Und dann haben viele Unternehmen feste Tage, zu denen Überweisungen stattfinden. Beispielsweise immer Montag. Das heißt, eine Rechnung muss bis Freitag von beiden Parteien freigegeben sein, damit sie dann im Montag im Zahlungslauf ist. Und dann kann die tatsächliche Überweisung auch nochmal 1-2 Tage dauern. Es kommt darauf an, wie dieses Unternehmen diese Überweisungen macht, aber es kann durchaus vorkommen, dass der Zahlungslauf, wenn er beispielsweise am Montag ist, wirklich erst am Dienstag durchgeführt ist. Und dann ist das Geld erst am Mittwoch oder Donnerstag bei dir. Wir merken schon, das Thema Rechnungen kann in Unternehmen ein ziemlich großes Projekt sein, und die Rechnung macht erstmal einen relativ langen Weg durch das Unternehmen. Wenn du jetzt in deine Rechnungen 5 Tage Zahlungsziel reinschreibst, am 6. Tag nachfragst und am 7. Tag eine Mahnung rausschickst, kann es tatsächlich sein, dass das Unternehmen noch gar keine Chance hatte, diese Rechnung überhaupt zu bearbeiten, und ehrlicherweise sorgst du für mehr Chaos, wenn du am 7. Tag nach Rechnungsstellung schon die Mahnung hinterher schickst. Deswegen ist tatsächlich das richtige Zahlungsziel absolut entscheidend. Und normal ist da alles zwischen 14 und 30 Tage. Das heißt, wenn du 14 Tage Zahlungsziel auf deine Rechnung schreibst, dann ist das meiner Meinung nach so das Minimum, was auch Unternehmen zumutbar ist. 30 Tage ist ehrlicherweise der normale Standard. Das heißt, zahlbar innerhalb von 30 Tagen, und dann bekommst du innerhalb von 30 Tagen dein Geld. Tatsächlich kann es auch sein, dass bei großen Unternehmen die Rechnungen noch später bezahlt werden. Das solltest du aber dann vorher besprechen. Ich kann mich noch an einen persönlichen Fall erinnern, da war ich Student und nebenberuflich selbstständig, und da hat ein ziemlich großes Unternehmen, man kann glaube ich Konzern sagen, mich erst nach 9 Monaten bezahlt. Und diese Rechnung war so hoch, dass es ungefähr mein halbes Jahreseinkommen war. Und das hat natürlich bei mir riesengroße Probleme verursacht. Und deswegen kann ich dir auch aus persönlicher Erfahrung sagen, du solltest das vorher absprechen. Wenn du wirklich 8 Monate lang jeden Tag dein Konto checken musst, ob dieses Unternehmen bezahlt hast, dann kann
kann das schon sehr unangenehm sein. Doch schauen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt genauer an, was du eigentlich machen kannst, wenn deine Rechnung überfällig ist. Also gehen wir davon aus, du hast eine Rechnung geschrieben, 1.000 € und du hast 30 Tage Zahlungsziel drauf geschrieben. Und was machst du am 31. Tag? Ganz persönlich würde ich sagen, am 31. Tag noch gar nichts. Aber wenn die Rechnung so 3, 4, 5 Tage drüber ist, das heißt so eine knappe Woche, dann solltest du vielleicht mal freundlich nachfragen. Denn es kann immer mal sein, dass deine Rechnung im Spam-Ordner gelandet ist, dass sie irgendwo bei einem Sachbearbeiter, der diese Rechnung freigeben muss, liegen geblieben ist. Vielleicht ist er krank, vielleicht im Urlaub. Man weiß nicht, was mit so einer Rechnung passiert ist. Und deswegen ist das Erste, was ich dir empfehlen würde, ist, dass du einfach mal freundlich nachfragst. Einfach eine E-Mail oder einen kurzen Anruf und einfach mal nachfragst, du, die Rechnung ist drüber, ich wollte mal nachfragen, ob die irgendwo liegen geblieben ist. Was tatsächlich helfen kann, ist, wenn du das Ganze schriftlich machst. Also per E-Mail beispielsweise und da einfach relativ freundlich an diese Rechnung erinnerst. Denn das Problem bei Gesprächen, Telefonanrufen, WhatsApp-Nachrichten und so weiter ist immer, dass man sie nicht weiterleiten kann. Ganz häufig ist es bei Unternehmen so, dass die Rechnung halt wirklich irgendwo hängt. Und wenn du eine E-Mail schreibst, dann kann man diese E-Mail nämlich intern einfach weiterleiten an die Buchhaltung und dann kümmert sich jemand. Wenn du am Telefon mit jemandem gesprochen hast, dann ist es relativ schwierig, dieses Gespräch dann weiterzuleiten. Deswegen würde ich dir als erstes empfehlen, so 3, 4, 5 Tage nachdem die Rechnung überfällig war, solltest du einmal schriftlich nachfragen. Wichtig, da solltest du auf jeden Fall noch freundlich bleiben. Wenn dein Kunde auf diese freundliche E-Mail nicht reagiert oder reagiert, aber trotzdem nicht bezahlt, dann wird ungefähr eine Woche später die erste Mahnung fällig. Und in diese Mahnung solltest du tatsächlich auch Mahngebühren aufnehmen. Und wie hoch diese Mahngebühren sein dürfen, das ist tatsächlich gesetzlich geregelt. Und zwar im Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Und da ist geregelt, dass die Mahngebühr 0,5% vom Rechnungsbetrag betragen sollte. Mindestens aber 5 € und maximal 150 €. Bleiben wir also bei dem Beispiel, du schickst eine Mahnung für deine 1.000 € Rechnung. 0,5% von 1.000 € sind 5 €. Das heißt, dann nimmst du einfach 5 € Mahngebühr auf diese Rechnung. Das heißt, der Betrag, den du jetzt bekommen solltest, ist 1.005 €. Du kannst aber auch, wenn der Rechnungsbetrag 10.000 € ist, dann 50 € Mahngebühr nehmen. Zum Thema Mahnung vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis. Theoretisch kannst du tatsächlich auch sowas wie Verzugszinsen berechnen. Das ist in der Regel aber relativ komplex und meiner Meinung nach die Arbeit nicht wert, außer der Rechnungsbetrag ist wirklich hoch, so wie bei mir, so das halbe Jahreseinkommen kommt 8 Monate zu spät. Da hätte ich ehrlicherweise durchaus Zinsen nehmen können. Und dann hast du in der Regel mehrere Mahnstufen. Das heißt, erste, zweite, dritte Mahnung, wie auch immer. Ich würde da nicht zu viele schicken. Manchmal sehe ich dass es so 5 Mahnstufen gibt. Das ist vollkommen unnötig. Jemand, der nach 3 Mahnungen, also ehrlicherweise einer Rechnung, einer Zahlungserinnerung und 3 Mahnungen noch nicht bezahlt hat, der wird wahrscheinlich bei der 4. Mahnung sich auch noch nicht bewegen. Deswegen empfehle ich dir grundsätzlich maximal 3 Mahnungen oder 2 Mahnungen. Und ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, so ein rein praktischer Hinweis. Bitte nummeriere diese Mahnungen nicht durch. Denn wenn du eine Mahnung verschickst und da steht erste Mahnung im Betreff, was sagst du dadurch? Ja, es gibt halt mindestens noch eine zweite. Sonst würde dieses erste Mahnung halt keinen Sinn ergeben. Und tatsächlich habe ich durchaus schon einige Leute getroffen, die gesagt haben, nö, wenn mir jemand eine Mahnung schickte und da steht erste Mahnung drauf, dann warte ich so lange, bis letzte Mahnung draufsteht. Deswegen solltest du deine Mahnungen auf jeden Fall nicht durchnummerieren. Das kann tatsächlich sogar dazu führen, dass die Kunden weniger bereit sind, dich zu bezahlen. Gehen wir jetzt mal davon aus, du hast eine Rechnung geschrieben für 1.000 €, eine Zahlungserinnerung geschickt und dann mit einem Abstand von 1 oder 2 Wochen 3 Mahnungen. Und tatsächlich hat der Kunde immer noch nicht bezahlt. Was machst du dann? Dann kannst du natürlich ein Inkassobüro beauftragen. Inkassobüros machen genau das. Die kaufen dir beispielsweise die Forderung ab, du kriegst dann noch 80%, 90% und die versuchen dann irgendwie an dieses Geld zu kommen. Und dann hast du dein Geld. Ein bisschen weniger, aber du hast dieses Geld wenigstens sicher. Du kannst auch einen Anwalt beauftragen, der dann dafür sorgt, dieses Geld irgendwie zu bekommen. Ich würde dir aber tatsächlich einen ganz anderen Weg vorschlagen, der günstiger ist und den gar nicht so viele Leute kennen, und zwar das gerichtliche Mahnverfahren. Du kannst online tatsächlich ein gerichtliches Mahnverfahren anstoßen. Den Link zur Webseite, wo du das machen kannst, den verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Und ein gerichtliches Mahnverfahren sorgt dafür, dass dein Kunde einen Brief von einem Gericht bekommt. Das heißt, das Ganze wirkt schon
ziemlich ernst. Und ich kann dir sagen, wenn ein Unternehmen dein Kunde ist, dann werden die sich spätestens dann bewegen, wenn sie Post von einem Gericht bekommen. Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil von einem gerichtlichen Mahnverfahren. Und zwar wird die Verjährung gestoppt. Geldforderungen verjähren nämlich tatsächlich nach 3 Jahren. Das bedeutet, wenn du eine Rechnung schreibst und du wirst hingehalten, die Rechnung wird nicht bezahlt und ja, irgendjemand spielt einfach wahnsinnig auf Zeit und du hast dann irgendwann einfach keine Lust mehr und deswegen schickst du nur so alle 2, 3, 4 Monate mal eine Mahnung raus und lässt dich immer hinhalten. Nach 3 Jahren ist das Ganze tatsächlich verjährt und du hast keinerlei rechtliche Möglichkeiten mehr, dein Geld zu bekommen. Wenn du aber ein gerichtliches Mahnverfahren angestoßen hast, dann verjährt diese Forderung nicht nach 3 Jahren. Meiner Erfahrung nach ist die erste Reaktion, wenn ich das Thema gerichtliches Mahnverfahren sage, schon so, oh Gott, Gericht, das ist aufwendig und teuer und das traue ich mich nicht. Aber das ist tatsächlich relativ einfach. Wie gesagt, du kannst das online machen. Es ist relativ günstig. Da gibt es einen Rechner, wie teuer das Ganze werden kann. Auch den verlinke ich dir unten mal in der Videobeschreibung. Da kannst du einfach den Wert der Rechnung eintragen und dann sagt dir dieser Rechner, wie teuer das Ganze wird. Bei 1.000 € beispielsweise kostet es 36 €. Das ist in der Regel günstiger als ein Anwalt oder ein Inkassobüro und ehrlicherweise, der Effekt ist meistens sehr viel stärker. Und dieser Mahnbescheid wird auch relativ schnell zugestellt. Wenn du das online beantragst, dauert das meistens so 7 bis 14 Tage und dann ist tatsächlich dieser Mahnbescheid schon beim Kunden. Und in den meisten Fällen wird dann relativ schnell bezahlt. Und wenn dein Kunde dann immer noch nicht bezahlen sollte, dann ist es üblich, dass dieser Mahnbescheid vom Gericht automatisch zu einem Vollstreckungsbescheid wird. Und dieser Vollstreckungsbescheid geht dann tatsächlich zum Gerichtsvollzieher und der Gerichtsvollzieher sorgt dann dafür, dass das Geld kommt. Das heißt, der geht dann auch zu deinem Kunden hin und holt sich das Geld und pfändet unter Umständen irgendetwas, um diese Geldforderung reinzuholen, damit du dein Geld bekommst. Und diese Leistung vom Gericht bekommst du für relativ wenig Geld. Deswegen wäre meine persönliche Empfehlung, dass du nach den jeweiligen Mahnstufen tatsächlich direkt ein gerichtliches Mahnverfahren anstößt. Tatsächlich gibt es zu diesem ganzen Prozess aber auch noch eine Alternative. Also wenn du überhaupt gar nichts damit zu tun haben willst und einfach nur schnell und zuverlässig dein Geld bekommen möchtest, dann kannst du mal nach Factoring-Unternehmen suchen. Factoring-Unternehmen übernehmen quasi deine Rechnungen und bezahlen dich in der Regel sofort. Meistens nicht den vollen Rechnungsbetrag, sondern so ein paar Prozent weniger und dann übernimmt das Factoring-Unternehmen alles. Das heißt, die Erinnerung, die Mahnstufen und so weiter. Du hast damit einfach nichts zu tun. Das heißt, du verkaufst deine Forderung an ein anderes Unternehmen und dieses andere Unternehmen ist dann dafür verantwortlich. Ehrlicherweise ist sowas vielleicht für große Unternehmen interessant. Es gibt auch immer mal wieder Angebote, die sich auf Solo-Selbstständige oder Freiberufler spezialisieren. Meine persönliche Erfahrung ist, das Ganze ist untypisch und ist in den allermeisten Fällen auch nicht notwendig. Wie gesagt, ich habe schon hunderte, tausende Buchhaltungen in meinem Leben gemacht und es kommt zwar immer mal vor, dass Rechnungen zu spät gezahlt werden, aber wirklich systematisch, nachhaltig immer zu spät, das ist sehr, sehr unüblich und da ist das Geld, was man an ein Factoring-Unternehmen dann bezahlen müsste, in der Regel meistens nicht wert. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du zum ganzen Thema Rechnungsstellung, Mahnstufen und so weiter noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und was natürlich bei diesem ganzen Prozess auch wahnsinnig wichtig ist, ist, dass du immer einen Überblick über deine Rechnungen, deine Ausgaben und über deine Kontobewegungen hast. Sonst weißt du ja gar nicht, welcher Kunde eventuell zu spät ist oder nicht. Und dafür gibt es einige smarte, schöne Tools, die ich empfehlen kann. Meine Empfehlungen dafür findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne aber auch noch einmal hier oder du schaust dir einfach erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.